Ich heiße euch herzlich willkommen in der ehemaligen North Point Housing Area der US-Armee. Diese Housing Area entstand im Zuge des Ausbaus des hier hinter dem Zaun befindlichen SAS. Wir haben ebenfalls auf der gegenüberliegenden Seite der Landstraße noch ein weiteres Depot, welches die Bundeswehr später weiter genutzt hat für konventionelle Waffen. Hier haben wir schon mal ein Zeichen, bevor wir auf die Housing Area eingehen, ein Zeichen aus der Bundeswehrzeit. Hier steht also klar drauf Moonlagerhaus 6, 1 bis 6,6 in diese Richtung. Inwiefern die Bundeswehr hier diese alten SAS-Bunker auch noch weiter genutzt hat, das ist mir nicht bekannt. Ich wollte nur eben ganz kurz darauf auch noch hinweisen. So, und wir gehen jetzt in die Housing Area der Amerikaner, die Deutschen nachher auch übernommen haben. Wir haben hier so ein Veranstaltungszentrum, haben die hier, glaube ich, draus gebastelt. Und da gucken wir uns jetzt mal an, was wir hier noch an ehemaliger Struktur so erkennen können. Das ist ja schon mal erstmal, wenn man hier drauf kommt, ein sehr interessanter Eindruck, weil wir hier verschiedene Gebäude sehen. Also hier links, das wird ein Unterkunftsgebäude gewesen sein, was sich hier drunter befand unter diesen Betonplatten. Das weiß ich jetzt auch nicht. Sieht mir aus wie so ein mehr oder weniger technischer Bereich, dass man hier irgendwie auch so eine Generatorengebäude oder sowas stehen hatte. Ja, dann schwenken wir so drüber her. Da vorne wird auch irgendwie was Technisches gewesen sein. Wir gucken uns alles nochmal im Einzelnen an. Und hier zur Rechten ist dann ebenfalls so ein Wohnblock. Und da gucken wir jetzt mal rein, wenn der begehbar ist. Und laufen da wenigstens mal durch eine Etage. Ich gehe davon aus, dass hier halt auch viel schon zerstört wurde. Aber das sind ja doch immer interessante Eindrücke. Das erinnert mich hier auch gleich so an Dexheim. Ich habe da auch gerade schon eine Struktur erkannt, die es da hinten eben auch gab. Wir haben hier den Block Nummer 1117. So, und ich schaue euch wieder dazu, wenn wir da gleich drin sind. So, ich habe den Frank jetzt mal eben ein bisschen vorgehen lassen, damit wir hier nicht so auf dem Drubbel sind. Und dann schauen wir mal. Ja, hier haben wir diese typischen Ami-Farben, ne? Dieses Braun und diese, ja, was weiß ich, ne? Das ist ja hier so eine Art Zitrusgelb vielleicht. So sieht das hier aus. Dann gehen wir hier mal eben rein. Ja, hier ist der übliche Abriss, den man immer aus diesen Gebäuden halt kennt. Sah in Dexheim jetzt auch nicht anders aus. Hier oben die Kabelschächte. Da waren auch die Kabeldiebe schon gut unterwegs, wobei ich da noch einiges auch hängen sehe, wo man da nicht so sauber gearbeitet hat. Ja, und das hier kennen wir eben auch aus Dexheim. Schöne Geschichte. Hier ist das Sportgerätelager. Das ist natürlich die Nachnutzung der Bundeswehr geschuldet. Das hier sind dann die entsprechenden Briefkästen für die ehemals hier in diesem Block stationierten Soldaten. Und dann war hier hinter die Entnahmestelle. Guck mal hier, richtig geil mit dieser Jalousine davor. Naja, und hier waren dann entsprechend die Namen der Soldaten angebracht. Ja, hier ist nichts mehr drin an Namen. Das hatten wir in Dexheim auch anders. Da haben wir noch die ein oder anderen Namen noch lesen können. So, da oben wurde auf jeden Fall auch geguckt, ob da Kabel drin sind. Sind sie nicht. Waren sie nicht. Hier läuft was her. Guck, dann hat man da auch scheinbar einfach gewisse Dinge nicht mitgenommen. Also hier hängen noch ein paar gute Meter, die man dann halt übersehen hat. Ja gut, das soll nicht unser Thema hier sein. Hier haben wir noch einen Bereich. Hier ist irgendwie auch eine Durchreiche und ein Ausgang. Und ja, sonst gibt es da einfach auch nichts weiter zu erkennen. Alles entsprechend schmucklos hier. Kein Hinweis darauf, was da mal drin war. Ja, ich bewege mich jetzt hier relativ schnell durch das Gebäude durch, weil ich denke nicht, dass wir großartige Toilette Herren, ja, dass wir großartige Erkenntnisse hier, großartigen Erkenntnisgewinn haben werden, wenn wir uns das alles anschauen. Das ist ja doch alles sehr heruntergerockt und zerstört. Hier ist noch ein größerer Bereich. Hier war vielleicht auch mal eine Waffenkammer drin, ne? Vielleicht. Ist alles möglich. Ja.
denke, dass ich jetzt ohne großartigen Stopp hier einmal durchgehe. Und dann haben wir das fertig hier. Hier sind noch so auch ja, die typischen Schränke, diese Spinde, die man da eingebaut hat. Hatten die Amerikaner ja auch. Die Bundeswehr hat immer freistehende Spinde gehabt. Hier haben wir so Einbauelemente. So, ja, das ist jetzt auch alles nichts Wildes. Gut. Okay, ja, wir verlassen das Gebäude hier jetzt wieder. Und ich sag mal so, wenn ich jetzt hier nicht den dringlichen Eindruck habe, dass das hier, dass uns die Begehung eines solchen Gebäudes irgendwie noch weiterbringt, dann gehen wir auch in keins mehr von diesen Gebäuden rein. Ja, jetzt gehen wir erstmal hier an der Seite entlang, würde ich sagen. Hier sehen wir noch mal die Eindrücke. Und dann haben wir hier überall Parkmöglichkeiten, Fahrmöglichkeiten. Ja, ich denke schon, dass das einfach auch Parkplätze waren. Dann haben wir hier unten noch so zwei so kleine Gebäude. Das schauen wir uns auch mal eben kurz an, was das mal gewesen sein könnte. So. Ja, bevor das hier ausufert, ich schalte das mal eben ab. Und wenn wir da unten sind, schalte ich euch wieder dazu. Bis gleich. Wir sind jetzt hier erstmal in diesem von oben rechts im schmalen Gebäude angekommen. Ja, hier ist also offensichtlich irgendwas mit Versorgung oder Heizungsanlage. Was steht da? Absperrklappe, Umgehung, Trinkwasserdruckbehälter. Okay, Hauptabsperrhahn, WC. Also das war hier irgendwas mit Wasserwirtschaft. So eigentlich für unsere Belange uninteressant. Hier vorne haben wir dann das nächste Gebäude, wo eben auch irgendwas drin stand. Ne? Irgendwelche Generatoren. Ich weiß es einfach nicht, aber es ist offensichtlich. Da oben haben wir auch so Belüftungsklappen. Da wollen wir mal eben gucken. Aber ich glaube auch das Gebäude hier, das ist eigentlich wahrscheinlich auch sehr uninteressant. Das ist die 1113 dann. Bei der anderen, da war auch ein Gebäudenummer dran, aber habe ich jetzt nicht lesen können. So. Der Frank guckt sich da mal eben im Keller um. Ja, wir warten mal eben auf ihn, bis er wiederkommt, weil das Gebäude hier selber, ich würde es jetzt nicht abfilmen von innen. Das ist, der Hund schüttelt sich. Das ist, glaube ich, wenig zielführend. Da können wir uns gleich besser nochmal vielleicht der 1116 widmen oder mal gucken, was in dem Gebäude drin ist. Ja, was haben wir hier noch im Nahbereich, wenn wir hier nach rechts runter schauen? Lampen. Und wir haben da auch einen Torbereich. Also entweder ein Tor innerhalb des Bereiches. Ne, würde ich nicht sagen. Ich glaube, das ist eine Ausfahrt. Ja, können wir gleich nochmal gucken. Wie gesagt, ich warte jetzt mal eben auf den Frank und dann schauen wir hier weiter. Bis gleich. So, also in dem Gebäude, was ihr im Hintergrund seht, wo der Frank gerade geguckt hat, da ist jetzt nichts Besonderes. Da gibt es einen Verbindungsgang zu diesem Gebäude hier rüber. Also total spannend. Ja, ich sag mal, so für 10- bis 12-Jährige, die finden das richtig geil. Aber als erwachsene Person, wenn du schon das Licht auf der anderen Seite siehst, was willst du dich da durch den Gang bewegen? Ich habe ihn auch nicht mal gefilmt. Also völlig belanglos. Hier ist auch irgendwie ein technisches Gebäude. Ne? Das ist auch, ja, ihr seht das, wie runtergekommen das Ganze hier ist. Da vorne ist dieser Bereich. Das ist ein Eingangsbereich. Das sieht man ganz deutlich. Hier stand auch mal ein kleines Wachhäuschen. Das habe ich auch schon gesehen. Aus dem Augenwinkel heraus. Also das hier vorne, das müsste eigentlich auch ein Flaggenmast gewesen sein, was man da in der Mitte sieht, meines Dafürhaltens. Und dann ja, ist halt hier der Eingang. Ihr seht da vorne auch Strahler, links wie rechts außerhalb des Geländes, damit die Fahrzeuge, die hier vorfuhren, auch entsprechend ausgeleuchtet werden konnten. Ja, und hier seht ihr diesen Sockel. Ne? Das wird hier wird also ein kleines Wachhäuschen gestanden haben. Dann haben wir hier diesen Eingangsbereich. So, ich wollte euch das auf jeden Fall mal eben kurz abfilmen. Dann haben wir das hier so ein bisschen kompletter, ne? und nicht so wild. Ja, da vorne das Gebäude, was ihr jetzt gerade kaum sehen könnt, weil diese Mammut-Douglasien-Fichte davor steht. Da gibt es wohl noch schöne
optische Eindrücke, sagte der Frank. Das wollen wir uns doch mal eben kurz anschauen. Und ich nehme euch dann sofort wieder dazu. Wir sind auf der rückwärtigen Seite dieses Gebäudes. Der erste Eindruck, die Standortverwaltung Mainz war hierfür zuständig. Bezirksverwaltung 2, weiß ich nicht, 3, keine Ahnung. Technische Betriebsgruppe. So, die waren hier drin. Hier steht dran F3. Hier gehen wir mal rein, weil es hier noch Zeugnisse auch aus der Nutzungszeit der Amerikaner gibt. Unten soll sich unsere große Heizung befinden. Da ich ja wahnsinnig interessiert an Heizungen bin, habe ich gesagt, das gucken wir uns nicht an. Wir gehen dann mal eben hier in das Gebäude rein. Ah ja, da vorne ist schon was. So, hier haben wir diese schönen Wandmalereien, die dann auch eben aus Zeiten der Amerikaner angebracht sind. Sehr interessant. Da hinten haben wir auch noch mal was. Da ist dann wahrscheinlich der amerikanische Adler hier, das Staatswappentier. Ne? Das ist vielleicht gar nicht vollendet worden. Irgendwie sieht es so aus, als wenn da unten noch was hätte dazu kommen sollen, was dann aber nicht gemacht wurde. Ja, das auch mal nur festhalten. Und dann haben wir hier vorne noch etwas. Ein Non-Commissioned Officer, ich weiß gar nicht, was das ist, ob das was ist denn ein Non-Commissioned? Ich gucke das gleich mal eben kurz nach. Und dann Backbone of the Army, das sind eigentlich die Unteroffiziere. Ja, das ist halt so auch so ein Spezialenglisch, was man nicht jeden Tag benötigt. So, das ist da drin, in diesem Raum. Und was haben wir hier noch? Auch nichts Wildes, recht kalte Struktur auch. Also da sind dann solche Eindrücke, wie wir die gerade hatten, die sind natürlich immer hoch willkommen. So, das ist ein Unteroffizier, der Non-Commissioned Officer. Gut. Gucken wir nochmal eben hier. Ja, der Frank kann da nochmal hochgehen. Und wir checken mal eben hier unten noch die Begebenheiten ab. Ja, viel Amerikanisches wird hier auch nicht mehr drin sein, wenn die Stof denn hier auch länger drin war. Wobei, vielleicht hatte die Stof auch hier eigentlich gar keinen. Doch, Standortverwaltung Mainz. Hier hatten wir auf jeden Fall ein Büro von der Stof. Hier waren sie wenigstens drin. Ja. Wir können einmal aus dem Fenster eben gucken. Den Eindruck können wir uns noch mitnehmen hier. Und dann, glaube ich, werde ich auch diesen Bereich schon wieder verlassen. Ja, wir blicken hier auf die beiden Technikgebäude mit dem Verbindungsgang dazwischen. Und in dem Gebäude waren wir noch nicht drin. Ob wir da reingehen werden, weiß ich nicht. Vielleicht unten mal ganz kurz reinfilmen. Ja, irgendwann verlegen wir grob da jetzt hoch in den Bereich. Bis gleich. Ja, da waren wir gerade drin in dem Raum. Jetzt haben wir hier nochmal wieder ein Gebäude. Das sieht mir auch sehr technisch aus oder sieht nach einer technischen Nutzung aus. Da gehen wir jetzt einmal hier drum herum und schauen mal, was wir da sehen können. Wenn ihr euch hier eine topografische Karte anschaut, könnt ihr auch schön sehen, wie viele Gebäude wir auf der Liegenschaft haben, die man so, wenn man auf das Luftbild von Google Maps guckt, auch gar nicht mehr so richtig wahrnimmt, weil da halt auch viel Bewuchs ist und so weiter. Ihr seht auch, wie sich hier die Fläche wieder öffnet. Also hier haben wir auch irgendwie einen T-Bereich, Abstellflächen, vielleicht war da vorne auch, das sieht mir so nach Tankstelle irgendwie aus. Hier vorne haben wir noch so ein paar Sachen drin. Ja, irgendeine Alarmanlage ist hier auf jeden Fall aufgeschaltet. Aber über was gibt sie Alarm? Ah ja, Sicherheits für Benzinabscheider. Okay, dann haben wir das schon quasi geklärt. Ne? Wir haben hier also diesen Tankstellenbereich. Da vorne werden irgendwo Zapfsäulen und so weiter gewesen sein. Ne? Wollen wir mal eben hier so ein bisschen über das Gelände gehen. Da oben sind kleine Gebäude. Also wir müssen uns mal eben einen Plan machen, wie wir jetzt hier weiter verfahren werden. Ihr seht das, es ist wirklich recht unübersichtlich. Bis gleich. Wir waren gerade da auf dieser Fläche, wollten uns orientieren, haben wir gesagt, wir gehen erstmal hier hoch, weil wir hier auch schon wieder eine interessante Struktur haben. Ja, das sieht erstmal aus, ne, als wenn das irgendwie ein Bunker wäre. Es ist auf jeden Fall in gewisser Weise verbunkert, wenn man das so sieht. Ne, dieser
typischer Eindruck hier. Typischer Eingang. Aber noch mal eben kurz gucken, was das hier war. Hier steht auch draußen irgendwas dran. Also da steht was von Gin Shop und Working Still. Ja, steht da halt dran, ne? Hier ist aber irgendwas mit irgendwas mit Pool steht da dran und dann auch also schon irgendwas mit einem Shop, ne? Und also keine Ahnung, was man sich hier zusammengebaut hat, was das hier sein soll. Das ist schon, ja, also sagt mir überhaupt nichts, ne? Sagt mir überhaupt nichts, was das hier ist. Da hängt eine kleine Fledermaus und da oben ist ein Kaminschacht. So, dieser Kaminschacht, den sieht man auch von außen. Da hängt, glaube ich, auch noch 2 Fleder. Ne, das ist, glaube ich, nur, das ist eine Fledermaus und das waren Schmetterlinge. Die sind ja artverwandt. Ach, guck mal hier steht was. Bei Selbstentzündung zu löschen mit Kochsalz oder Streusalz. Ja, okay. Also hier stand auf jeden Fall zumindest zu Bundeswehrzeiten was drin, was ich hätte selbst entzünden können. Ich bin überfragt. So, ich schalte das hier aus und wir sehen uns gleich wieder. Ja, da hinten war dieser, in Anführungsstrichen, Bunker. Das ist hier dieser technische Bereich. Da gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein. Hier vorne ist auch noch mal irgendwie so was gewesen. Ist aber auch total baufällig hier, das Gebäude. Da müssen wir jetzt auch nicht rein. Ich denke hier in die 1116, da gucken wir wenigstens mal eben unten um die Ecke, was da noch ist. Was ich an solchen Lagen hier natürlich immer schön finde, an so Hanglagen, dann versucht man sich irgendwie noch Park- und Bewegungsfläche zu verschaffen. Ne? Dann füllt man hier entsprechend Sand auf, macht da so eine Mauer vor und hat man da noch so eine, ja, so ein Betonbrüstung aufgesetzt. Das finde ich halt auch immer, das sieht einfach immer schön aus, gibt so einen gewissen Charme. Das ist so ein bisschen auch dieser Obersalzberg-Charme hier. Wenn man da vorne so steht und guckt. So, 1116. Ja, wir gehen da einmal ganz kurz rein. Das wird hier kein Riesenakt werden. Dafür sind es einfach auch zu viele Gebäude, die dann wahrscheinlich einfach entsprechend monoton daherkommen. Ne? Sie sahen, wie er eine Taschenlampe wegwarf. Hund hat sich zu Tode erschrocken. Elektro Schmidt in Illingen, die waren dafür zuständig. 4er Postleitzahl, schöne Klobürsten, super. Ja, wir gehen hier mal rein. Ob es Elektro Schmidt in Illingen wohl noch gibt, könnte man googeln. Ja, und so sieht das jetzt hier aus. Also hier haben wir auf jeden Fall kein Gebäude, wo ich jetzt irgendwelche Briefkästen oder so gesehen hätte. Dafür ist das hier auch zu klein. Da wird wohl nichts großartig stattgefunden haben, was Unterkunft anbelangt. Oder hier ist der NCO Support Channel. Tja, der war da oben wahrscheinlich mal untergebracht. Ich gehe nochmal wieder raus. Der Frank guckt da vielleicht mal eben nach, ob er was Tolles findet. Und ich warte mal eben hier. Ja, dann lassen wir das hier nochmal so ein bisschen auf uns wirken, was wir hier draußen haben. Also da vor Kopf scheinbar auch wieder noch irgendein technischer Bereich. Da links ist noch wieder so ein Wohnbereich. Wir bewegen uns tendenziell gleich auf jeden Fall da hoch. Es sei denn, der Frank sagt, dass er ja oben noch Weltbewegendes bei diesem NCO Support Channel, oder so hieß es, dass er noch irgendwas gefunden hat. Dann gehe ich da nochmal wieder rein. Ja, ansonsten sehen wir uns dann gleich an der nächsten Struktur wieder. Bis gleich. Ja, wir sind jetzt hier nochmal eben in einem dieser Gebäude, Ich lasse mal eben kurz gucken, welches das genau war. Auf jeden Fall habe ich hier, das habe ich auch schon in mehreren amerikanischen Liegenschaften gesehen. Da stehen dann immer die Dinge drin, ja, die man von den Soldaten verlangt. Das sind diese Schlagworte, die hier eben so zu lesen sind. Ich meine, dass wir das in Dexheim auch hatten. Ja, ich glaube schon, dass das da auch drin stand. So,
habe ich auf jeden Fall Coolness under Stress. Ja, das ist immer eine schöne Sache. Wenn mir das immer gelingen würde, das wäre toll. Ist das eben nicht der Fall. Ne? Kennt jeder, glaube ich, von uns. Ja, dann haben wir hier noch Soldiers Information, also ja, ganz klar so ein Tagesbefehl, Board, irgendwas. Eben kurz gucken, ob das noch in irgendeiner Weise interessant ist hier das Ganze. Chain of Command steht da dran. Oh, Entschuldigung, nicht gut gefilmt. So. Ja, hier ist irgendeine Vertäfelung war da mal, die ist halt auch abgerissen worden. Linke Seite ebenso. Ja. Und hier sind wieder die ganzen Experten, die dann in irgendwelche Räume rein müssen und dann hier das kaputt kloppen. Ständerwerk schön zu erkennen. Ja, so sieht das eben hier aus. Ne? Ich denke, dass wir hier in dem Bereich jetzt auch nicht viel mehr filmen werden, es sei denn, da kommt noch was ungeahnt Tolles auf uns zu. NCO Support Channel, das steht hier auch noch wieder dran. Wofür das stand, das müsste ich doch noch mal vielleicht herausfinden. Da könnte man da vielleicht auch noch was zu schreiben. Aber Google weiß da vielleicht auch mehr. So, das ist unverkennbar. Gut, okay. Ich gehe jetzt hier wieder raus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ja, dieses ziemlich heruntergekommene Gebäude haben wir hier noch, in dem da vorne, vor Kopf, waren wir gerade drin. Und jetzt haben wir hier ebenfalls noch so ein Gebäude. Ja, wir laufen einfach jetzt hier noch mal so ein bisschen durch, um auch, ja, vielleicht einfach Bewegtbilder zu bekommen, ne? Dass man so ein bisschen einfach schauen kann. Irgendeine Sensation wird hier natürlich auf dem Gelände nicht auf uns warten, das ist vollkommen klar. Aber es ist ja vielleicht auch ganz angenehm. Das Wetter ist ganz schön hier. Auch wenn man das jetzt nicht so sehen mag auf der Kamera, aber es ist recht wohl temperiert. Irgendwie 7, 8 Grad haben wir es sicherlich. Das passt schon. Ja, guck, hier haben wir dann auch wieder irgendeine Abstellfläche, irgendeine Wartungshalle. Wenn wir dann hier so langsam nach rechts rüber schwenken, haben wir hier so etwas in der Art auch wieder. Irgendein Gebäude. Ja, wobei nach Wartung sieht mir das nicht so sehr aus. Aber gut, da tut auch jetzt nichts zur Sache. Wir müssen hier, wie gesagt, nicht jeden Stein umdrehen, nicht alle Gebäude komplett erklären können. Das allerdings sieht mir nur wieder ganz interessant aus, denn ich habe hier was gesehen. Das nehme ich euch mal eben noch mit. Hier haben wir nämlich eine ganz tolle Beleuchtung. So, da hat sich der Akku gerade verabschiedet. Ich habe zum Glück einen zweiten mit. Ich weiß nicht genau, was wir noch gesehen haben, aber ich wollte euch diesen Eindruck hier nicht vorenthalten. Da hatten wir also mal Lampe drin und da war mit Sicherheit auch mal irgendwie ein Glas und auf diesem Glas stand irgendwas drauf. Also das ist schon interessant. Vielleicht haben wir hier eine Kirche drin gehabt oder sowas. Das schauen wir uns mal an. Da bin ich doch gespannt. Das sind immer so Sachen, das ist dann mehr so ja, eine Nutzung, die viele Leute vielleicht kennen oder sowas. Ja, wie soll ich sagen, ist wahrscheinlich nichts rein militärisches, sondern irgendwie eine andere Geschichte. Tja, was soll ich dazu sagen? Ne? Das sieht mir hier aus wie so ein kleiner ja, Barbereich vielleicht, ne? Wenn man mal so guckt. Aber muss auch nicht. Aber irgendwie so eine Freizeiteinrichtung könnte das schon gewesen sein. Also hier war irgendwie mal ein großes Fenster drin. Hier haben wir mal irgendwie noch so ein Separé geschaffen. Und das ist auf jeden Fall eine Rattenfalle. Hier geht es gar nicht weiter. Hier haben wir eine Durchreiche. Also das wird hier, da war eine Küche. Also das wird irgendwie so ein kleiner Kantinenraum hier gewesen sein, nehme ich an. Was jetzt mich aber frage, ist eben, was war da vorne in diesem Teil wohl für ein Bildnis drin, ne? Und man kommt da auch nicht weiter. Also geht aber trotzdem hier nochmal weiter das Gebäude. Dann schauen wir doch mal eben, ob wir hier noch irgendwelche Eindrücke bekommen können. Hier ist noch was. Aber das sieht mir alles irgendwie sehr nach. Ja, hinten auch geflieste Wände. Das sind ja immer so Bereiche, wo man sagt Küche oder sowas.
Hier war auch noch mal so ein separater Eingang. Also, tja. Hier ist ein größerer Raum. Guck mal an. Da ist ein größerer Raum. Hier war wahrscheinlich mal irgendwie so eine Veranstaltungsfläche. Guck mal hier. Aha. Hier liegen irgendwelche, also Teppichboden hat man hier. Dann hat man hier so eine kleine Bühne. Ja. Es kann natürlich mal auch so ein Kirchenraum gewesen sein. Ja, also Teppich spricht auf jeden Fall nicht dafür, dass es ein Tanzsaal war. Könnte sein. Aber wir gehen hier auch wieder raus. Schauen trotzdem mal eben ganz kurz, was hier noch steht. Liebe Mitbenutzer dieses Raumes. Ordnung, Sauberkeit. Tja, hier ist irgendein Stundenplan. Also gut, da werde ich jetzt auch nicht wirklich drauf schlau. Gut, ist egal. Wir haben das Ding hier gefilmt und ja, vielleicht weiß der eine oder andere ja eben, um was für eine Liegenschaft es sich dabei genau handelte. Und dann gehen wir hier wieder raus und gehen nochmal eben hier weiter. Ja, ich glaube, der Frank, der ist jetzt auf der anderen Seite und schaut sich da um. Den habe ich jetzt erstmal aus den Augen verloren. Dafür ja, haben wir das jetzt hier erstmal abgefilmt. Das hier vorne, das könnte dann hier die Turnhalle sein. Da wurde mir schon darüber berichtet, dass die auch total abgerockt sei, dass da nicht mehr viel los wäre mit dem Gebäude. Wartet eben kurz. Ich mache jetzt hier so ein One-Tag. Ich muss den Hund mal eben hochnehmen. Der kann hier nicht durchgehen. Dann schauen wir uns das Ding hier an. Und dann gehen wir gleich auf die andere Seite rüber und schauen da mal. Da ist auf jeden Fall auch noch irgendwas total verfallen auf der anderen Seite. So, pass auf. Das ist ein bisschen holperig alles hier. Nicht so geil. Weiß ich auch. Boah, Junge, Junge, Junge. Also, Turnhalle, ne? Ganz klar. Aber auch übelst kaputt. Überall Wassereinbruch. Ja, so sieht das hier aus in dem Teil. Gehe ich jetzt auch nicht weiter rein. Das reicht hier, wenn man hier mal so einen kleinen Schwenk drüber gemacht hat. Gut. Ja. Hast du irgendwo eine Kegelbahn? Nee. Keine Kegelbahn. Wir gehen aber hier nochmal weiter. Hier vorne. Hinten raus ist Ende, sagt der Frank gerade. Ja, das ist auch in Ordnung. Ist nicht schlimm, weil wir ja schon so viel Zeug hier gefilmt haben und da jetzt auch so wirklich Erhellendes auch nicht mehr gesehen haben. Ja, hier vorne ist nochmal so eine kleine Basketballfläche. Ja, ist auch mal eigentlich ganz schön mal anzuschauen. Vielleicht war das da eine Bowlingbahn. Ist aber auch total verfallen hier links. Wir gucken da gleich nochmal irgendwo drüber her. Ja, da seht ihr hier nochmal dieses Basketballfeld. So sieht das aus. Hier vorne weiß ich nicht, ob da mal was gestanden hat. Ist mittlerweile auf jeden Fall ein Windrad. Und dieses Ding hier ist wohl mal irgendwelchen Flammen zum Opfer gefallen. Sieht nicht gut aus da drin. Weiß auch nicht, ob man da überhaupt noch irgendwelche Eindrücke bekommen kann, was das mal gewesen sein soll. Ist aber recht langes Gebäude auch. Also es soll hier eine Bowlingbahn wohl gegeben haben. Eventuell war die hier drin. Aber ja, das ist halt auch eben einfach nur eventuell. Vielleicht gibt es da ja noch Wissensträger, die da irgendwas vermitteln können. Hier war auf jeden Fall mal der Eingang, aber auch alle Fenster sind irgendwie vergittert gewesen. Dann haben wir hier noch irgendeine Art von Gebäude. Ja. Ich nehme euch gleich wieder dazu, wenn wir hier nochmal irgendwas haben, wo man vielleicht sagen kann, was es mal war. So, und da haben wir nämlich auch was man dann nochmal wieder zeigen kann. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal Öffnungszeiten angeschlagen.
Und hier haben wir auch die Telefonnummer der Military Police, wenn irgendwas sein sollte. Ja, da gucken wir uns mal eben um, ob wir noch schlau draus werden, was das hier wohl gewesen sein kann. Mal eben hier außen gucken, Visa und Mastercard. Also man konnte hier schon mal bargeldlos bezahlen. Das ist ja auch schon mal was. Ja. Kann es denn sein, dass wir hier so einen kleinen, das könnte ich mir vorstellen, dass wir hier so einen kleinen Einkaufsladen hatten. Wenn ich das mal eben so, wir haben hier einen Verblender, da haben wir entsprechende Zu- und Abluft. Und letzten Endes haben wir hier unten ja noch dann wieder Platz und Stellfläche. Hier haben wir, ja, ob da eine Heizung hinter war, das weiß ich natürlich auch nicht. Ich hätte jetzt mal schon bald gesagt, okay, hier hatte man vielleicht so Kühlschränke hinter angebracht, die man dann, wo man dann entsprechend hier also einkaufen konnte. Aber ja, das weiß ich nicht. Da ist auch noch ein, so ein Ding halt, wo Strom rauskommt, da auch und da auch. Ja, vielleicht waren da auch wirklich so einzelne Elemente angeschaltet. Ja, Leute, fragt mich nicht. Schwierig, schwierig. Hier haben wir noch eine völlig unverkleidete Bauplattenwand. Ja. Stellungsgeber. Ja. Also das sieht jetzt nicht so aus, als wenn ich da wirklich drauf schlau werden könnte. Ich würde tippen, dass wir hier einen Einkaufsmarkt hatten, aber ist halt auch wirklich nur so ein Tipp. Hier steht nochmal wieder Exit angeschlagen, ja. Und ansonsten haben wir hier noch so einen Raum, auch gefliest. Tja. Schwierig, schwierig. Ich habe mir gerade so ein bisschen schon den Ehrgeiz, Walk-in-Box steht da, eine Walk-in-Box. Und da steht Unterverteilung Frisiersalon. Ja, ich werde verrückt. Also irgendein Frisiersalon haben wir hier auf jeden Fall gehabt. Das ist doch schon mal ein ganz toller Hinweis. Wenigstens das. Wenigstens das. Also, wo der Frisiersalon natürlich jetzt hier genau war. Das ganze Ding war doch nicht ein Frisiersalon. Nein, das glaube ich nicht. So, Leute, ist egal. Wir verwenden uns hier in irgendwas. Frisiersalon stand auf jeden Fall da drauf. So sieht das hier aus. Ja, komm. Ist ein bisschen großer Frisiersalon für so eine kleine Kaserne hier, finde ich. Egal. So, raus hier und dann gucken wir mal weiter. Bis gleich. So, sind wir mal eben an dem Gebäude, wo ich gerade sagte, dass es irgendwie einen technischen Eindruck auf mich machte und dann aber doch gesagt habe, dass es vielleicht doch kein Technikgebäude ist. Egal. So, der Frank war hier gerade schon mal drin, während ich auf den Decks da draußen aufgepasst habe. Und er hat mir gesagt, dass er hier doch noch Dinge gefunden hat, die vielleicht interessant wären. Und das gucken wir uns mal an. Wir haben nämlich bisher hier überhaupt noch keinen Speisesaal gefunden. Also wir haben uns gerade auch gefragt, wo haben die Leute denn noch gegessen hier? Kann ja irgendwie auch nicht sein. Ja, also eine Kantine haben wir auf jeden Fall hier. Das ist schon mal ganz klar. Die ist von dem Raum her auch ja, ausreichend groß erstmal. Hier haben wir dann entsprechend die Küchendurchreiche und ich weiß auch gar nicht, ob die hier, das macht mir nicht so den Eindruck, als wenn die hier wirklich gekocht hätten, als wenn die das eher angeliefert bekommen haben. Weil ich sehe hier keine großartigen Einrichtungen, wo man was hätte kochen können. Ja, auf jeden Fall sollen wir auch noch mal nach oben gehen, denn da sei noch was. Da bin ich ganz gespannt, was da auf uns noch wartet. Mal eben hier hoch. So. Aha, guck mal hier. Ah, okay, das ist auf jeden Fall dann von der Bundeswehr, wo ich ja schon am Anfang sagte, dass die das so als Tagungszentrum genutzt haben. Das ist dann hier der Tagungssaal. So und nicht anders. So sieht das hier aus.
Gut. So eine große Falttür ist dann hier. Da kann man dann diese einzelnen Bereiche nochmal mit abtrennen oder eben öffnen. Da kann man den Raum entsprechend vergrößern oder eben 2 Separés noch schaffen. Ja, sehr praktisch auf jeden Fall. Dann haben wir hier so eine Art Bühne. Ne? So konnte man dann was vortragen, was einem so einfiel. Bei der Bundeswehr kennt man auch gerne mal die Open Stage. Leider, nee, kennt man nämlich nicht. So, und hier hat sich auch schon mal jemand schön bequem gemacht. Hier kann man dann wieder auf diesen Teebereich hinaus schauen. Ja, und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir werden jetzt hier aller Voraussicht nach das Gelände verlassen, wenn da nicht noch irgendwas kommt. Und dann machen wir draußen nochmal eine Abmoderation. Denn ich glaube, für mein Befinden, Dafürhalten, haben wir hier genug gesehen. Mich persönlich, muss ich sagen, wo ich das alles gesehen habe, mich reizt es jetzt nicht weiter, da noch in irgendwelche Gebäude reinzugehen. Und wir waren auch in fast jedem drin. In dem waren wir nicht drin. Gut, also dann bis gleich. Ja, es ist noch nicht vorbei. Wir haben hier noch ein ganz romantisches Ensemble in dieser grünen Insel. Hier ist schon was zusammengebrochen. Hier steht aber auch noch wie so ein Tisch, denke ich mal. Und ja, da vorne in dem Gebäude rechts, in diesem Tagungssaal, da waren wir drin. Und ich kann mir vorstellen, immer wenn dann Pause war und dann ging es ans Kippen vernichten, dann hat man sich da niedergelassen. Und deshalb gehen wir jetzt doch noch in dieses Gebäude rein. Das müsste wirklich auch das letzte sein, wo wir nicht drin waren. Das schauen wir uns an und dann haben wir das hier vernünftig zu Ende gebracht. Was ich mich frage ist, wo sind die Pflastersteine hier? In vielen Bereichen fehlen die Pflastersteine. Was macht man damit? Wieso nimmt man die hoch? Ne? Also die nimmt man nicht hoch, die nimmt man auf. Warum nimmt man die auf? Keine Ahnung. So, der Frank ist da vorne. Ja, okay, dann kommen wir da mal rein. Der hat mir nämlich gesagt, er hat noch irgendwo was gefunden. Irgend so ein Technikraum. Den schauen wir uns da mal eben an hier. Hervorragend. So, dann gucken wir uns das als letzte Eindrücke dieser North Point Housing Area an. Ja, der typische Gang. Die Amerikaner haben das ja immer so gemacht oder sehr oft so gemacht, dass da eigentlich kein Licht reinfiel. Das war immer alles ziemlich duster. So, da hinten wird mir schon beleuchtet. Schauen wir uns noch mal eben an hier. Hier ist die FM-Revision auf jeden Fall drin. Fernmelderevision. Oh. Ach so, ist zu. Wir müssen durch die Wand. Ach, wir müssen durch die Wand. Oh, okay. Ja, das ist dann wieder, da war die Vermittlung, okay. Oh, hier war Hundestau. Ja, guck mal, dann gehen wir da durch die Wand. Hervorragend. Ja. Kannst du den noch mal eben halten, Frank? Dann mache ich hier, da muss ich hier nicht irgendwann machen. Oh, so. Ja, jetzt sind wir in diesem Raum, wo wir eigentlich auch nicht großartig was sehen. Ah ja, guck hier vorne. Hier haben wir nochmal so eine Sicherheitstür. Und ich glaube, bisher ist in diesem Raum auch noch keiner reingekommen. Aber da ist auch nicht wirklich, sieht mir nicht aus, als wenn da wirklich Versuche gemacht wurden, da reinzukommen. Naja, gut. Es ist irgendein Vorraum nochmal zu irgendeinem Sicherheitsbereich. Na, der Rest sieht dann halt hier eben so aus. Und hier vorne, ja, hier kommst du auch nicht rein. Also, das ist das letzte Geheimnis hier. Wenn man da nicht durchgehen kann und dann links umfassend in den Raum reinkommt. Das kann natürlich sein. Ja, ansonsten sieht das hier eben so aus. Ja, Dexter, so ein Heini, ey. Na komm. Ja. Dexter. Naja, gut. So. Eine Patronenhülse? Achso, ja, wahrscheinlich irgendwer. Ja. Gut, Bundeswehr G36. Ne, die haben hier irgendwer. Hat sich hier mal hinterlassen. Ja, dann gehen wir jetzt. Ich sag auf jetzt. Ja, dann gehen wir jetzt hier raus. War ein bisschen verrückt. Kommt man da noch durch?
Weil in den einen Raum kommt man dann definitiv nicht rein. Von da innen ist es ja auch zu, diese Tür. Da wüsste ich nicht, wie das gehen soll. Ja, hier ist einfach nur auch. Tja. Wollen wir einmal noch schauen. Ja, der ist auch zu. Ja, komm, so. Leute, ich schalte das hier aus. Wir sehen uns gleich wieder. Die einleitenden Worte habt ihr gerade auf der gegenüberliegenden Seite des Zauns bekommen. Jetzt machen wir hier die Abmoderation. Wir sind hier mit dem Bereich soweit durch. Ich denke, dass ich euch das oder wir euch das hier entsprechend gezeigt haben, was es da gibt. Eindrücke sind ja entsprechende vorhanden. Und ja, deswegen sage ich nochmal vielen lieben Dank an den Frank, dass er das hier auch sich beguckt hat und mit mir hier drüber hergegangen ist und das eine oder andere auch noch mir mitteilen konnte. Wenn euch das Video gefallen hat, dann, ja, wie immer, ne, lasst ein Abo da, schreibt was Zielführendes in die Kommentare oder unterstützt mich mit einer Kanalmitgliedschaft. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Vielen Dank und bis die Tage. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.